Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, ihr habt es bereits gemerkt, letzte Woche ist der Vlog ausgefallen. Das hatte auch seine Gründe. Ich habe nämlich gemerkt, so ab Donnerstag, wie diese ganze Anspannung und so von mir abgefallen ist und was ich eigentlich ja schon wieder für einen Raubbau in meinem Körper betrieben habe. Und ja, ich hatte dann total den Durchhänger. Ich war total fix und fertig mit der Welt. Eigentlich schon während der Dienstreise. Und ja, Donnerstag wurde es dann langsam ein bisschen ruhiger auf der Arbeit und am Freitag dann erst recht. Und dann bin ich währenddessen halt schon runtergekommen und ich habe halt gemerkt, da geht überhaupt gar nichts mehr. Also fix und fertig, also 450%. Ich habe wahrscheinlich sogar 850 gegeben oder so, keine Ahnung. Ja, mal wieder ein bisschen sehr übertrieben. Da neige ich ja mal schnell dazu, wenn mich irgendetwas begeistert, dass ich da ja, all mein Herzblut, all meine Kraft und all meine Energie hineinstecke. Und ja, das ist halt dieses Mal auch schon wieder so ein bisschen so gewesen. Was ja auch nicht schlecht ist. Ich meine, ich musste ja wirklich einen guten Start hinlegen und alles an Informationen aufsaugen, was ich kriegen konnte in den ersten Wochen, weil ja, jetzt bin ich ja praktisch ein Selbstläufer und kann dann natürlich davon profitieren. Nichtsdestotrotz war es nicht gerade schön, wieder ja, so angespannt die letzten Wochen dann durchs Leben zu gehen. Und ja, am Freitag habe ich dann gemerkt, da geht einfach gar nichts mehr. Ich musste dann die Notbremse ziehen. Ich habe tatsächlich noch versucht, das Material, was ich die Woche über aufgenommen hatte, so ein bisschen zu schneiden am Freitagabend spät. Also wir haben ja noch jede Menge Weihnachtsvorbereitungen zu tun gehabt, weil ich bin ja eigentlich gar nicht zu Hause gewesen. Wir hatten zwar die Unterstützung von den Schwiegereltern, die haben uns wirklich einen Riesenschritt vorangebracht. Ich glaube, ohne diesen Einsatz an dem Tag, weil Sarah da heimlich gefragt hatte, weil ich ja Mitte der Woche schon so einen Durchhänger hatte. Ähm, ja, ohne den Einsatz wären wir natürlich komplett im Stress versunken. So war das richtig gut, weil so konnte ich mich darauf konzentrieren, dass wir zwar noch was machen, aber dass das halt ja so ein bisschen im Rahmen blieb, weil ich hatte halt einfach keine Kraft mehr an diesem Freitag. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann am Freitag noch ein bisschen was gemacht, also geschmückt und vorbereitet etc. pp. Und dann habe ich mich abends noch hingesetzt, habe versucht, den Vlog noch zu schneiden. Ich bin, glaube ich, so ein Drittel weit gekommen und ich war komplett unzufrieden mit dem Ergebnis bis dahin. Also nicht, was das Videomaterial anging, was ich bis dahin aufgenommen habe, sondern einfach irgendwie, ja, der Schnitt, alles, es hat mich einfach nur genervt. Ich wollte einfach gar nichts machen und ja, da habe ich halt gedacht, naja, weißt du was, wir müssen es diese Woche mal ausfallen lassen, das nützt alles nichts. Und wir nehmen uns dann mal eine kleine Pause und starten dann wieder durch. Ja, dementsprechend habe ich jetzt eine etwas längere Pause gemacht. Heute ist schon Samstag und ja, im Prinzip bleibt uns heute nur noch der Samstag für unseren Vlog. Aber dafür sind meine Akkus wieder voll aufgeladen und ich bin mal so richtig schön runtergekommen über die ganze Zeit und konnte mich so richtig erholen. Ja, so Leute, kleines Update hier aus Dresden, aus meinem Hotelzimmer. Ja, ich glaube, ich filme gleich mal einmal kurz rum, aber ist jetzt nicht besonders sehenswert. Die Aussicht ist jetzt auch nicht unbedingt der absolute Knüller. Naja, ich werde ja eh nicht lange hier sein. Ja. Ah, super anstrengender Tag und gleich muss man wieder auf die Weihnachtsfeier. Ja, Weihnachtsmarkt. Aber bis dahin habe ich jetzt noch eine gute Stunde Zeit und die werde ich jetzt mal nutzen, um einfach ein bisschen runterzukommen, die Schuhe auszuziehen und ja, dann schauen wir mal, wie der Tag so wird. Und ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns heute mal zusammen den Samstag an. Ich nehme euch ein bisschen mit. Ich habe ein bisschen was geplant und ja, Sarah wahrscheinlich auch, soweit ich weiß.
Ja, wenn es klappt, wollen wir gleich sogar noch eine kleine Runde spazieren gehen. Ich muss aber noch mal schauen, wie das Wetter ist, weil gerade eben, wo ich aufgestanden bin, hat man gehört, es war so ein bisschen am Regnen, aber das ist jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde her. Und ja, wenn wir nachher mal eine trockene Zeit erwischen, dann würde ich ganz gerne vielleicht mal eine kleine Runde spazieren gehen, einfach mal irgendwo in den Wald fahren oder so. Das ist ja auch so ein bisschen, bisschen Erholung pur, halt in den Wald zu gehen und ja, dort einfach mal ein paar Meter zu laufen und ein bisschen so die Gerüche und die Stille so ein bisschen aufzunehmen und zu genießen. Ja, müssen wir mal schauen, ob das was wird. Und ansonsten würde ich heute einiges hier im Haus erledigen. Ich habe gestern schon so ein ganz bisschen was gemacht, obwohl da ja eigentlich schon der Runterkommen-Tag war. Aber ich habe gestern schon so ein bisschen Holz sortiert. Von dem ganzen Holz, was hier so im Haus abgefallen ist, während der Renovierungsarbeiten, wo man halt wirklich gar nichts mehr mit anfangen kann. Das habe ich gestern mal raussortiert und das werden wir jetzt wahrscheinlich morgen am Silvester draußen in der Feuerschale dann so ein bisschen verbrennen, wenn das Wetter mitspielt. Ja, wie gesagt, das Wetter muss mitspielen. Es war jetzt die letzten 2 Tage trocken. Jetzt ist es wieder voll dabei, wieder durchzuregnen. Aber wir gucken einfach mal. Wir machen das Beste daraus, ja, aus dem, was wir haben und gucken dann einfach mal, wie unser Silvester so wird. Ich habe mir, obwohl man es eigentlich nicht machen sollte, auch ein paar Vorsätze fürs neue Jahr gemacht. Aber dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Ich werde jetzt erstmal schön gemütlichen Tee trinken. Dann werde ich Sarah wecken und dann schauen wir mal, wie das Wetter aussieht und was wir dann so angehen. Also bis später. Mittagspause und heute machen wir Resteverwertung, liebe Leute, denn dieser ganze Kram hier, diese Bananen müssen eindeutig weg. Da muss ich sogar mal gucken, ob da nicht vielleicht sogar schon irgendwo Schimmel ist, aber bis jetzt habe ich keinen entdeckt. Sollte da was Schimmeliges sein, schmeiße ich die natürlich fort. Aber wenn es nicht ist, werden die zusammen gemahlen oder gematscht mit Haferflocken zusammen, diesem Joghurt, der auch schon ein bisschen abgelaufen ist, aber wir gucken mal, ob der noch haltbar ist und gut schmeckt, und der Milch, die ist nicht abgelaufen. Und wir machen daraus einen Pancake-Brei oder kann man auch Waffeln machen. Bloß ich hatte jetzt keine Lust, das Waffeleisen dann nochmal sauber zu machen. Deswegen dachte ich, nur eine Pfanne sauber machen, das geht hervorragend in der Spülmaschine. Deswegen machen wir Pancakes für Christian und mich. Und ich werde auch nicht alle 6 Bananen reinflacken, keine Sorge. Ich schaue bloß mal, ob die 3 sehr dunklen reichen, wenn sie überhaupt denn noch gehen. Und beschmieren danach werden wir den ganzen Spaß vielleicht noch mit der übrigen Banane, damit sie fort ist und nicht schlecht wird für irgendwas. Und schaut mal, was ich im DM ergattert habe. Das ist Agaven, wer hätte das gedacht, steht drauf, Agavendicksaft, ne, oder Sirup mit Zimt. Das ist eine Weihnachtsedition. Ich glaube, die gibt es auch nur zu Weihnachten. Vanille. Weiß ich nicht, ob es die nur zu Weihnachten gibt. Und Pumpkin Spice. Das war wahrscheinlich ein Restposten aus der Herbstedition. Und wir haben, das ist übrigens mein absolutes Go-To, Nutella, ein veganes, alternatives Ding. Das ist die Schokocreme Nuss Nougat von DM. Und was ich auch gekostet habe für uns mal, beziehungsweise uns gekauft habe und wir haben es gekostet, ist diese Kakaocreme mit Lebkuchengeschmack. Und wenn ihr euch das aus Brötchen oder Brot oder was auch immer schmeckt, dann schmeckt es echt tatsächlich wie Lebkuchen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum sollte ich dann nicht einfach einen Lebkuchen essen, statt mein Brot damit zu beschmieren? Ja, weiß ich nicht. Ich habe es gemacht und ich fand es lecker. Ist vielleicht jetzt auch ganz geil für die Pancakes. Wir mischen das jetzt zusammen in diesen tollen Mixer und danach machen wir die Pancakes. So, das haben wir jetzt, bis ich halb taub war, auf Stufe 12 für 3 Minuten habe ich das. Ich habe in der Zeit aufgeräumt, deswegen habe ich nicht geguckt und musste jetzt erst auf die Anzeige schauen. Für 3 Minuten recht flüssig gerührt. Und ich würde sagen, es ist Zeit, die Pfanne anzuwerfen und dann, dasselbe wie immer, sehen die Pancakes gut aus, zeige ich es euch. Ansonsten stellt euch schöne Pancakes vor. Da sind sie, die kleinen Exemplare. Ein paar habe ich schon hier fertig. Und den allerersten habe ich so groß gemacht wie die Pfanne und der ist mir komplett zerfleddert. Den habe ich auch schon gegessen und deswegen kann ich ihn euch nicht mehr zeigen, damit mein Mittag dann schon fertig ist. Ja, eine Ladung wird jetzt hier ungefähr noch kommen, sodass Christian ordentlich davon auch noch zum Abendbrot essen kann und ich vielleicht auch morgen früh zum Frühstück. Und schon haben wir nichts verschwendet von unseren Lebensmitteln. Ist auch sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Braucht auch keine zusätzliche Süße durch die Bananen. Hallo Leute, ich weiß gar nicht, ob ich diese Woche schon ein Vlog-Intro gemacht habe. Ich bin irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen, ja, ist ein bisschen chaotisch, aber ich glaube schon, dass ich gestern was gemacht habe und dass wir, naja,
ich werde es ja heute, beziehungsweise ich werde es ja dann am Ende der Woche beim Schnitt sehen. Ich wollte mich mal so zwischendurch bei euch melden, einfach mal so ein kleines Update. Ich meine, morgen bin ich ja für 2 Tage in Dresden. Und ja, heute war es auch wieder sehr aufregend auf der Arbeit, aber ich kann euch beruhigen, das Stresslevel in dem Sinne, das ist schon weiter gesunken. Also ich würde sagen, wir sind jetzt bei, oh, im Vergleich zu vorher, ein Drittel davon angekommen. Und ja, einfach die Routine schleicht sich immer mehr ein und es wird einfach immer flüssiger, immer besser. Es, ja, ist schon gut, dass wenn die Routine ein bisschen eingreift, dass man dann halt ja nicht zusätzlich den ganzen Hirnschmalz drauf verwenden muss, um diese ganzen Dinger noch zusätzlich im Kopf dann durchzugehen, weil man dann jetzt genau weiß, was zu tun ist. Wie gesagt, das ist ja ein ganz neuer Job und naja. Auf jeden Fall hat Sarah heute was zu essen gemacht. Und zwar Pancakes aus Banane. Ich weiß nicht, ob sie euch das gezeigt hat. Ich habe mir die gerade in der Mikrowelle warm gemacht und jetzt gleich gibt es die schön lecker mit... ja, ich weiß noch gar nicht, was ich drauf machen soll. Ich habe einen Bärenhunger. Ich war nämlich, ich habe heute Morgen zum Frühstück eine Scheibe Brot gegessen und das war es tatsächlich. Also ja, deswegen dementsprechend mega viel Hunger. Und dazu gibt es dann hier diese Kakaocreme. Ja, mit Spekulatius, Lebkuchen, keine Ahnung. Ja, die werde ich vielleicht mal ausprobieren. Ich gucke gerade, was so drin ist. Naja. Und dann haben wir hier auch noch Pumpkin Spice Agavendicksaft. Ich habe keine Ahnung. Naja, ich werde es mir auf jeden Fall jetzt schmecken lassen. Und ja, dann heißt es zeitig ins Bett gehen. Morgen werde ich vor der Fahrt nach Dresden, also ich und ein Kollege, wir werden um 7:30 aufbrechen. Ich möchte aber trotzdem vorher, sag ich mal so wie die anderen Tage, um 6 Uhr dann schon dort sein und möchte dann muss noch ein, zwei E-Mails schreiben etc. pp, noch 2, 3 Anrufe machen. Ja, ich muss dann einfach mal gucken. Ich habe gerade ein Foto bekommen von meiner Schwester. Muss ich mir gleich angucken. Naja, auf jeden Fall will ich dann vorher noch so ein bisschen was abarbeiten. Es ist zwar noch relativ früh, aber ich denke mal, die E-Mails, die gehen auf jeden Fall. Und ja, ein bisschen die Kollegen noch mal eben so. Ich bin ja 2 Tage nicht da und dann, ja, schauen wir mal. Nochmal ein großer Termin. Ich werde mal gucken, ob ich ein bisschen was für euch filmen kann. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, was anlegt. Wir werden auf jeden Fall dort auf den Weihnachtsmarkt gehen. 3 verschiedene Weihnachtsmärkte abends. So eine Pflichtveranstaltung nach so einem Tagesmeeting, sage ich mal. Teambuilding-Maßnahme. Sich das schimpft, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen was für euch filmen. Und ansonsten denke ich mal, wird Donnerstag, Freitag wird es dann auch generell ein bisschen ruhiger werden. Und dann ist ja sowieso ruhig ohne Ende. Also Freitagnachmittag ist dann wirklich noch so Schmückarbeit im Haus, Samstag auch. Ich habe jetzt ja nicht viel geschafft. Ich habe den Weihnachtsbaum aufgestellt. Ich habe die ganze Geschichte runtergeschleppt vom Dachboden. Und ja, Sarah wollte jetzt eigentlich die Woche über was machen, aber sie hat jetzt auf der Arbeit, sie hat zwar für sich vorgearbeitet und hätte jetzt eigentlich eine ganz entspannte Woche, aber jetzt sind 3 Kollegen krank geworden und die haben nicht vorgearbeitet und dementsprechend hat sie jetzt auch noch einen Stress. Was mir auch super leid tut, muss ich nachher nochmal mit ihr drüber reden, weil ihr geht es im Moment auch noch nicht wieder so gut. Und ja, da würde ich dann ganz einfach, ja, mal schauen, vielleicht lässt sie sich dann auch krank schreiben oder so, wenn es nicht anders geht. Naja. Auf jeden Fall denke ich mal, dass wir das am Freitag, Samstag so die Restarbeiten machen werden. Ein paar Plätzchen wollen wir noch backen und so. Und die ganze Woche soll ja generell dann so ein bisschen weihnachtlich sein. Aktuell ist es zwar noch nicht sehr kalt draußen und ich weiß auch nicht, ob wir Schnee kriegen. Aber ja, dafür ist es hier im Haus schon recht weihnachtlich und fühlt sich auch schon schön an. Ich meine, ein bisschen dekoriert ist ja, aber das seht ihr dann alles jetzt ja, Richtung Ende der Woche. Jetzt Sarah übrigens ganz viele Gläser vorbereitet. Weidenrinde mit den dazugehörigen, sage ich mal, Rezepten, wenn man daraus Tee machen will. Ja,
Hat sie auch schon gemacht, obwohl wir so viel Stress haben. Naja, gut. Ich würde sagen, ich werde jetzt mal Abendbrot essen und wir sehen uns dann bei der nächsten Gelegenheit. Bis dann, ciao. So Leute, unser kleiner Spaziergang hat doch noch geklappt. Es ist zwar die ganze Zeit am Regnen, aber ja, es hält sich noch in Grenzen. Und ja, wir mussten auch erstmal gucken, ein Weilchen, wo eine neue schöne Strecke ist, wo man sich so ein bisschen bewegen kann. Ja, und jetzt sind wir gerade hier in so einem halb durchgerodeten ja, Bergwald, ja, könnte man fast schon sagen. Also es geht schon so ein Stück dort hoch. Ich hoffe, der Wind stört nicht zu sehr. Ja. Ach ja, schön. Vor allen Dingen hier liegen auch, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, super viele Steine hier im ganzen Bereich rum, die ja alle interessante Formen haben, so wie der hier vorne. Alles voll. Ja, ist wahrscheinlich alles noch von der letzten Eiszeit hier liegen geblieben. Erlenzapfchen habe ich auch gefunden. Obwohl ich nirgendwo eine Erle habe stehen sehen bisher, aber naja. Hier gibt es übrigens auch, hier sammelt sich ja das ganze Wasser von der großen Fläche hier oben. Und dann gibt es hier überall so kleine Quellen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob die immer aktiv sind. Das läuft dann jetzt alles hier drunter durch und sammelt sich dann dort hinten. Und da geht generell so ein Bachlauf lang. Der geht auch noch nach hinten. Da hinten sind auch noch irgendwo Häuser. Da waren wir gerade eben. Da geht der Bach direkt an der Grundstücksgrenze vorbei. Auch mega cool. Die Häuser natürlich super hoch rausgebaut. An so einem Hang, würde ich fast sagen. Aber trotzdem hast du unten im Garten den Bach. Also das ist auch schon cool. Vor allen Dingen, wenn du dann im Sommer dort sitzt und ja, ein Lagerfeuer machst oder sowas. Ja. Ich habe euch schon total lange kein Update mehr gegeben zu den ganzen Häkel- und Stricksachen, die ich so mache. Und ich bin, während es mir nicht so gut ging und ich wieder krank war, vielleicht hat Christian das schon erzählt, vielleicht auch nicht, ist ja auch Wumpe. Ich war schon wieder krank, sagen wir es mal so. Und vielleicht hört man es an meiner nasalen Stimme, ich habe immer noch so was Schnupfiges und Husten. Ja, aber wäre ja auch zu langweilig, wenn man Weihnachten mal komplett gesund wäre, hä? Naja, wie dem auch sei, liebe Leute, ich bin während dieser Krankzeit, als ich viel Zeit im Bett verbracht habe, in einen kompletten Häkel- und Strickwahn verfallen. Und ich möchte euch jetzt zeigen, um was es sich handelt und was ich so bekommen habe. Die beiden Exemplare, ihn hier, kennt ihr ja schon, beziehungsweise mich kennt ihr ja auch schon. Die beiden sollen Farah und Fu darstellen, falls ihr die aus Büchern von Grundschülern irgendwie kennen solltet. Ich kannte sie vorher leider nicht. Also als ich noch zur Schule gegangen bin, damals vor 100 Jahren, gab es Farah und Fu nicht bei uns. Vielleicht ist das auch ein Ding, was es nur in manchen, oder zwei Dinge, die es nur in manchen Bundesländern gibt, weiß ich nicht genau. Falls ihr sie kennt oder nicht kennt, sagt es mal gern. Wie schon gesagt, die helfen den Grundschülern dabei, lesen, rechnen, schreiben und so weiter zu lernen. Und da bestand der Wunsch bei zwei kleinen Grundschülern, die ich kenne, oder ist noch mein Nasenspray, Leute, den ich hätte nehmen sollen, bevor ich aufnehme.
Aber ich versuche ihn momentan zu vermeiden, deswegen lieber die nasale Sprache. Naja, auf jeden Fall wurde sich gewünscht, dass diese beiden Handpuppen vielleicht da sein könnten, um das Ganze zu erleichtern oder spielerisch zu machen. Und deswegen habe ich versucht, ja, was sagt ihr? Wie sind sie geworden? Naja, diesen hypnotischen Blick. Also, mich erinnern sie ein bisschen an das Eichhörnchen aus Ice Age, muss ich sagen. Aber okay, lassen wir das. Die beiden sind aber nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Die wandern jetzt nämlich gleich in das Paket. Und zwar, ihr kennt vielleicht noch diese Babymütze, die ich gemacht habe vor, weiß ich nicht mehr, ein paar Vlogs auf jeden Fall. Und die wandert jetzt auch an Weihnachten rüber zum neuen Besitzer auch oder der neuen Besitzerin. Kommt ja noch drauf an, das wissen wir noch nicht so ganz. Aber bevor es soweit ist, dass dieses Besitzerkind, machen wir es so, das aufsetzen kann, wollte ich auch noch ein kleines Teddylein für das Baby machen, was der Mütze ähnlich sieht, sodass die beiden quasi im Partnerlook sind, wisst ihr. Hier muss ich noch Arme, Beine und Öhrchen ranmachen, das wird dann die Rückseite. Hier muss ich noch ein Gesichtlein drauf nähen mit der schwarzen Wolle, so wie ich es halt hier gemacht habe. Und dann wird das ein sehr plattes Plüschtier. Ich werde das noch ausstopfen. Die beiden Lagen kommen übereinander. Ich zeige euch dann noch, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist. Weil ich halt dachte, so ein großes, gestopftes, also so ein richtig dickes 3D-Plüschtier, nenne ich es jetzt mal, ist vielleicht nicht gut für ein Baby. Und ich dachte, hier kann es vielleicht noch so ein bisschen drauf liegen oder so. Ich weiß nicht. Ich habe gedacht, es ist auf jeden Fall passend und gut. Und ja, genau, da mache ich mich jetzt noch ran nebenbei. Und sobald das fertig ist, packe ich es als entsprechendes Geschenk ein. Und ich zeige es euch vorher nochmal. Was ich euch aber auch zeigen wollte, liebe Leute, ich habe ja im letzten Vlog angesprochen, dass ich in den Kommentaren unter unseren Vlogs einen anderen YouTuber hatte, oder wir hatten den, der ein sehr berühmter Garten-YouTuber ist, den bestimmt übelst viele von euch kennen. Und wir sind schon, also mit wir meine ich Christian und mich natürlich, sind wir schon Riesenfan von ihm seit Jahren. Ich weiß gar nicht, seit wann, also mindestens seit 2020. Sind ja jetzt auch schon 3 Jahre, beziehungsweise fast 4. Und er hat sich gewünscht, dass ich ihm auch ein Mützchen stricke, beziehungsweise häkel. Und dass ich mir das Design selber aussuchen kann. Und ich habe mir da schon mal ein bisschen was ausgedacht. Und zwar habe ich das hier entworfen. Erstmal nur in Photoshop, weil ich dachte, ja, ich brauche immer so eine kleine Vorlage, um meine Gedanken so ein bisschen zu ordnen. Und wer ihn kennt, der kann vielleicht verstehen, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Ich fand es bis jetzt ganz süß. Ich habe es noch nicht angefangen. Ich lasse es nämlich noch auf mich wirken, beziehungsweise die Weihnachtsgeschenke für die Familie hatten jetzt gerade noch Vorrang. Aber das ist das, was ich als nächstes vorhabe. Dann nehme ich euch natürlich wieder mit im Projekt. Die Beanie wird ein bisschen größer werden. Er hat mir auch seine Hutgröße geschickt und sowas. Das ist einfach nur, damit ich mir Gedanken fürs Design machen konnte und wollte. Denn ich habe erst überlegt, ob ich das Logo oben auf das Beanie, den Beanie, wie auch immer, drauf mache. Sodass er, wartet mal, wo ist denn? Hier. Dass es hier so ist, wisst ihr? Aber ich dachte, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht nicht so cool. Und man könnte, wenn es hier ist, das Logo noch verstecken, indem man es umschlägt, falls er nicht möchte, dass man das Logo sieht oder sowas. Deswegen dachte ich, es ist vielleicht eine bessere Alternative. Genau. Das sind meine momentanen Projekte, die ich jetzt so habe. Und ich erzähle euch später mehr. Tschüss. So, liebe Leute, ich habe euch ja angekündigt, dass ich so ein bisschen im Häkelwahn bin und dass ich für das kommende Baby neben der Mütze, ich muss das hier gerade mal so ein bisschen versuchen günstig zu halten, die kennt ihr ja schon, wollte ich ja, dass das Baby einen Partner hat, mit dem es dann im Partnerlook rumliegen und chillen kann. Und was haltet ihr denn von dem hier? Hat dieselben Farben. Ich habe dem hier noch was in die Ohrchen gemacht. Die sind ein bisschen sehr groß geworden, beziehungsweise ich hätte sie mehr an die Seiten machen sollen, damit es ein bisschen Teddy-mäßiger aussieht. Jetzt sieht es aus, als wäre es ein Hase, wenn ich sie länger gemacht habe, aber ja, als ich das in der Grundform hatte, der ist 3D, so Teddy-mäßig, den habe ich ausgestopft. Als ich den in der Grundform hatte, sahen die Ohren passender aus. Jetzt, da sie ausgestopft sind, ja, sind sie irgendwie zu weit oben, wie dem auch sei. Wartet, ich muss ihn an der anderen Stelle festhalten. Hier unten ist sein Bauchi, dem habe ich auch so ein kleines weißes Bauchi gegeben. Und seine Beinchen hier unten dazu noch. Und ja, und seine Ärmchen wollen dich umarmen. Ja, da habe ich gedacht, das ist vielleicht ein süßer Partnerlook, wie schon gesagt, der Teddy. Und passend dazu Babys Mütze. Und dann hat das Baby einen besten Freund. Und ab damit jetzt ins Weihnachtsgeschenkpapier. Denn da klemmt Flockes Haken noch am Teddy-Auge, sehe ich gerade.
Denn Teddy und sein Freund gehen jetzt auf Reise zu den neuen Besitzern. Tschüss. So Leute, Spaziergang ist um. Jetzt gibt es eine Kleinigkeit zum Frühstück und dann gehen wir gleich. Das sieht mächtig fantastisch aus. Warte. Guck mal. Sieht das nicht fett aus? Das ist ausgestattet mit Frischkäse. Dann kommt Möhre, dann Gurke, dann eine Scheibe Käse, eine Scheibe normalen Aufschnitt, dann ein Salatblatt und Tomate und wieder ein bisschen Frischkäse, damit der ganze Kram zusammenpappt. Mit ein bisschen Apfel. Ja, lecker. lecker, lecker. Ich gehe die Katzen. Und ich esse mein Sauerteig, Vollkorn, Roggenvollkornbrot. Ja, gut, ich würde sagen, frühstücken ganz in Ruhe. Und dann gehen wir gleich raus in die Scheune, machen uns eventuell schon mal ein bisschen die Feuertonne an, um noch ein bisschen Restholz zu verbrennen. Und dann machen wir dort ein bisschen klar Schiff. Also bis später. So Leute, nicht erschrecken. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, gerade eben waren wir noch in der Scheune und haben fleißig dort aufgeräumt. Und jetzt sitze ich wieder hier im Esszimmer und mache praktisch gerade gar nichts. Ja, das hat einfach folgenden Grund. Und zwar war ich fleißig in der Scheune und hatte auch schön das Feuerchen am Brennen, habt ihr ja gesehen. Und dann kam noch ein Nachbar dazu vom Gegenüber. Die hatten ihre Mülltonnen dort noch stehen und die wollte er dann reinholen. Und dann sind wir so zufällig ins Gespräch gekommen. Und ja, die haben ja jetzt auch ihr Elternhaus dort renoviert, damit sie dort mit ihrer Familie wieder einziehen konnten, also der Sohn und so. Und ja, da haben wir uns erstmal ausgetauscht. Also einen Haufen Zeug zu erzählen gehabt, auch was hier so die Elektriker angeht. Die hatten ja denselben Elektriker wie wir und ja, Schornstein, Renovierung und Innenausbau und Keller und dann war hier ja der Parkplatz unter Wasser und da hat er mir noch so ein bisschen was erzählt von der Flutsicherung hier, also Überschwemmung. Wenn hier Überschwemmung ist, dann dann wurde hier ja für ein paar Millionen Euro in der Umgebung sage ich mal, Hochwasserschutz betrieben und das ist wohl jetzt vor Weihnachten. Ich hatte mich schon gewundert, da hatten die nämlich hier auf dem Parkplatz die LKWs schon weggefahren und der ganze Parkplatz stand unter Wasser. Aber da habe ich mir dann auch noch nichts bei gedacht, weil das Flüsschen hier, das war ja noch im Flussbett. Also von daher habe ich mir da nichts bei gedacht. Aber das ist wohl so gewesen, dass wenn die dann dort die Flutsicherung nicht gehabt hätten, dann wäre das hier wohl vollgelaufen und dann hätten wir bis hier vorne an der Straße dann auch Wasser stehen gehabt und dann wäre er zum Beispiel mit seinem Keller dort dann abgesoffen. Also schon ganz gut, dass hier sowas gemacht wurde. Ja, fand ich hochinteressant. In dem Zuge habe ich dann auch gehört, dass es dort oben Biber gibt und
ja, dass dort noch so ein zweites kleines Flüsschen reinmündet und das genau hinter dem Haus dort praktisch so eine Gabel ist, wo dann die ganzen Flüsse zusammenlaufen. Fand ich auch super interessant. Ja, dementsprechend haben wir super lange geredet. Also über Gott und die Welt. Und ja, jetzt ist es auch dementsprechend schon spät. Ich habe dann Sarah gefragt, ob ich was zu essen holen soll und bin dann jetzt gerade eben los gewesen, habe noch was zu essen geholt und ja, jetzt tun wir gleich erstmal Mittagessen. Ich habe in dem Zuge auch noch ein paar kleine Sachen für Silvestermorgen eingekauft und ja, das muss auch noch alles vorbereitet werden. Deshalb würde ich mal sagen, werde ich gleich den Vlog schon schneiden. Wir werden heute nicht mehr großartig weitermachen. Ich werde den Vlog gleich schneiden. Ich werde mal gucken, ob ich nicht vielleicht doch ein paar Szenen noch von der letzten Woche mit einbaue, die ich so nebenbei gefilmt habe. Die kann ich ja irgendwie zwischendurch mal einbauen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und ja, dann will ich das Ganze halt auch schon schneiden, damit wir morgen ganz in Ruhe in den Tag starten können, die letzten Vorbereitungen für Silvester machen können und dann ja praktisch ins neue Jahr starten können. Dann nehmen wir euch dann natürlich auch mit. Wir werden hier zu Hause feiern, die Schwiegereltern kommen und da werden wir wahrscheinlich auch die Feuerschale wieder anschmeißen. Ich habe schon ganz viel von dem Holz, was wir gar nicht mehr gebrauchen können, hinten in der Schubkarre in der Gartenlaube stehen. Da muss ich dann die Feuerschale dann noch rausbringen und dann werden wir das wahrscheinlich dann morgen auch nochmal richtig schön anfeuern, dann irgendwann abends um 10, halb 11 und werden dann aufs neue Jahr warten und dementsprechend reinstarten und ja, das Ganze filmen wir dann so ein bisschen mit und dann geht es auch schon wieder in die neue Arbeitswoche. Also ich meine, gut, wir haben noch ein Neujahr, da wird dann nicht so viel passieren. Vielleicht werde ich ein bisschen weiter aufräumen in der Scheune oder so, je nachdem. Schauen wir einfach mal. Ja, auf jeden Fall plane ich dann nächste Woche, das auf der Arbeit so zu takten, dass es deutlich ruhiger ist und dass ich da viel entspannter rangehen kann. Ich kann aber noch nichts besprechen, also wir müssen dann mal schauen. Auf jeden Fall muss jetzt wirklich langsam auch mal in der Wohnstube der Fachwerkraumtrenner gestrichen werden und wir wollen jetzt auch mal anfangen, die Paneele hier oben im oberen Flur zu ölen, denn die sollen fertig sein. Weil wenn wir jetzt Ende Februar sage ich schon, Mitte Februar für einen kleinen Kurzurlaub zu meinen Eltern fahren, wollten wir den Fußboden oben ölen, weil dann kann der Fußboden über 3 Tage, sage ich mal, dann abtrocknen und in der Zeit muss dort niemand laufen. Ja, und dann ist es auch erledigt. Dementsprechend muss das noch vorbereitet werden. Ja, wir müssen mal schauen. Also ich kann noch nicht versprechen, dass ich unter der Woche irgendwas abends noch beim Haus mache. Auf jeden Fall wird der Samstag fest eingeplant und eventuell auch noch der Freitagnachmittag. Also da werde ich dann einiges von diesen Dingen dann mal angehen. Ich hoffe, das nimmt mich nicht wieder so mit wie das letzte Mal, wo ich dann gedacht habe, ach Gott, wir müssen den Vlog ausfallen lassen, ich schaffe das nicht. Mir reicht die Kraft nicht. Also soweit möchte ich es nächste Woche nicht kommen lassen. Da werde ich mich selber ein bisschen bremsen müssen, dass ich da selber, eigentlich weiß man es ja, die Ruhe mitbringe. Eigentlich bin ich ja auch ein ruhiger Mensch, aber ich bin halt wahnsinnig ehrgeizig, was so neue Sachen angeht und so. Ich möchte das so gut wie möglich, so schnell wie möglich alles mir einprägen und machen und ja, das ist dann halt so ein Ding, wo ich dann, habe ich ja, glaube ich, in diesem Blog schon erzählt, wenn es nicht im letzten war, wo ich mich dann schnell auch mal ein bisschen verausgabe und ja, was heißt ein bisschen? Wahrscheinlich ist die Rückengeschichte auch auf dieses Thema zurückzuführen, weil ich es ein bisschen übertrieben habe hier mit dem Arbeiten hier im Haus und den wenigen Pausen da drin, dass der Körper sich nicht richtig erholen konnte. Ja, und jetzt mache ich dasselbe praktisch auf der Arbeit, nur auf geistiger Ebene. Naja, da werde ich auf jeden Fall nächste Woche dran arbeiten, mich zu zügeln. Das ist ein guter Vorsatz fürs neue Jahr für mich. Ich möchte auf jeden Fall deutlich entspannter wieder werden. Also ich habe durch diese ganze Hausbaugeschichte und dieses ganze Drumherum, alles was so passiert ist, habe ich so ein Strom, stehe ich so unter Strom die ganze Zeit und mache mir so viele Gedanken,
teilweise. Manche Wochen kann ich gut abschalten, manche dann nicht so. Das will ich auf jeden Fall im neuen Jahr auf Null runterfahren. Ich möchte wieder auf den Pegel kommen. Dieses tiefenentspannte, in sich selbst ruhende, das möchte ich auf jeden Fall für nächstes Jahr wieder für mich mitnehmen. Ich weiß auch schon, wie ich da hinkomme. Das bedeutet auch, wir müssen ein bisschen Sport machen. Ich brauche ein bisschen Sport als Ausgleich. Nicht jetzt so radikal übertrieben, trimm dich fit, sondern einfach nur ein bisschen Bewegungssport, ein bisschen Ausdauersport und vielleicht ein bisschen Kraft noch dazu. Ich drück mal kurz Pause. So, einmal kurz das Dong der Uhr abgewartet. Ja, auf jeden Fall, das ist so mein zweiter Vorsatz. Ich möchte mich nächstes Jahr mehr bewegen. Ich will ein bisschen mehr wandern gehen und ich will auch ein bisschen mehr abschalten und ich will ruhiger werden. Das sind so meine Vorsätze fürs neue Jahr. Also ruhig bin ich ja sowieso generell immer, aber ich möchte halt dieses mental mehr entspannt sein, möchte ich wieder zurückhaben. Ja. Und dementsprechend machen wir ein bisschen Sport als Ausgleich. Und ich werde überall so ein bisschen dran schrauben. Ich habe ja in den letzten Wochen schon mir viele Gedanken gemacht, wie man es so realisieren kann. Und daran werden wir dann jetzt im neuen Jahr arbeiten. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ich würde sagen, ich mache jetzt an der Stelle schon mal das Outro. So, da musste ich doch noch mal ganz kurz Pause machen. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tollen Start ins neue Jahr und ja, vor allen Dingen, dass eure guten Vorsätze fürs neue Jahr, dass die alle in Erfüllung gehen und ja, wir sind auch schon super gespannt aufs neue Jahr, was das Gartenthema angeht, was generell so die Arbeiten beim Haus angehen und auch die ganzen Sachen, die wir nächstes Jahr noch realisieren wollen draußen. Mal schauen, was ich davon alles schaffe. Wir müssen zum einen die ganzen Zaunpfähle hier erneuern und ja, das wird schon ein Projekt sein. Und dann muss der ganze Garten hinten fertig gemacht werden. Da soll nächstes Jahr so richtig was angebaut werden. Und ja, generell Urlaub ist geplant. Zumindest 2 Wochen werden wir eine Auszeit machen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das heißt, es wird nächstes Jahr auf jeden Fall auch nochmal ein Wochenende geben, in dem es keinen Vlog geben wird, weil da werden wir einfach 2 Wochen Urlaub machen. Wir werden natürlich die Kamera mitnehmen, wir werden das Ganze für euch ein bisschen filmen. Wir werden vielleicht auch gar nicht wegfahren, also ja, nur wir werden uns vielen Freizeitaktivitäten widmen und viele Dinge machen, die eigentlich die letzten Jahre zu kurz gekommen sind. Da werden wir die Kamera mitnehmen, aber wir werden in dem Zeitraum nicht schneiden und nichts hochladen. Also ich weiß noch nicht genau im Detail, aber es wird auf jeden Fall eine Woche der Vlog ausfallen. Schlimmstenfalls 2 Wochen hintereinander. Also 2 Wochenenden hintereinander. Also müsst ihr dann mal 3 Wochen ohne uns auskommen. Ich weiß auch noch nicht genau, wann es sein wird. Das muss ich noch planen. In den nächsten 2 Wochen. Ja, da werdet ihr auf jeden Fall rechtzeitig vorher Bescheid bekommen. Denn jetzt gerade mit dem Arbeitsbeginn und dass jetzt der Vlog ausfallen musste, weil die Energie fehlt und so, das ist halt ein Warnsignal. Und wir wollen jetzt im kommenden Jahr wirklich ganz tiefenentspannt reinstarten und uns da gar nicht irgendwie unter Druck setzen und ganz bewusst auch diesen Urlaub dann machen. Und der wird wahrscheinlich irgendwann Richtung Sommer sein. Ich weiß noch nicht genau wann. Wahrscheinlich in den regulären Ferien. Wir müssen gucken. Auf jeden Fall könnt ihr euch da schon mal drauf einstellen. Und ansonsten wird es nächstes Jahr ganz regulär, ganz normal weitergehen. Hoffentlich dieses Mal ohne Ausfälle, so wie die Jahre davor. Ja, war jetzt ein bisschen doof zum Ende hin, aber wie gesagt, mir fehlte da einfach komplett die Energie und die Lust und die Freude und alles Mögliche dran, das letztes Wochenende noch durchzuziehen. Ja, und damit es halt nicht so weit kommt, lassen wir es jetzt viel entspannter angehen. Und das ist dann halt jetzt auch der Grund dafür, warum wir jetzt an dieser Stelle auch den Vlog für heute beenden. Ich werde gleich mal beim Schneiden gucken, dass wir noch ein paar Sachen vielleicht von meinem Betriebsausflug, hätte ich jetzt fast gesagt, von meiner Dienstreise noch zeige.
Ja, und vielleicht noch ein paar Szenen vom Weihnachtsbaum schmücken oder so mit rein. Mal schauen. Mal schauen. Auf jeden Fall guten Rutsch, viel Glück im neuen Jahr und ja, mögen alle eure Träume in Erfüllung gehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Wochenende wieder. Bis dann, ciao.